Mahlzeit. In meinem letzten Video zu Maschinenpistolen, was ich gemacht habe, habe ich meines Wissens noch über die MPX geredet. Ich glaube, seitdem habe ich kein neues veröffentlicht. Ne, müsste ich. Egal. Ne, also ich habe bei der MPX habe ich darüber gesprochen, dass es doch mein Favorit ist gegenüber der Bison, weil die halt Spectre 3 zu haben ist und die Bison erst auf Spectre 4. Und dann habe ich mich weiterhin ein bisschen schlau gemacht und ein paar Überlegungen angestellt. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt in Spectre 3 halt nur zwei andere Maschinenpistolen. Die MP5 und die MP7. Nee, Korrektur, die MP9. Deswegen gehen wir da mal drauf ein. Wenn man jetzt den Taran Tactical DLC nicht hat und wir wollen uns in dem Bereich bewegen, dann haben wir natürlich mit der MP5 was relativ altbackenes. Da gehe ich ein andermal drauf ein. Und deswegen sind wir gerade bei der MP9 und die werde ich jetzt selber auch demnächst nochmal ausprobieren, weil ich dann doch relativ überrascht war, wo ich mich mit der Waffe überhaupt mal näher auseinandergesetzt habe. Und zwar, ihr seht es schon, sie liegt vor mir. Und ich habe mal mein übliches Setup dran geschraubt, um zu zeigen, dass es auch geht. Sie ist sehr kompakt, was mir erstmal gefällt. Vorteil, Nachteil, also wir haben Einzelschuss, wir haben Dauerfeuer und Sicherung. Wir haben zwei Rails, also kann ich auch das, wie bei der MPX, das Setup spielen. Ich habe eine klappbare Schulterstütze. Jetzt gucken wir mal, ob die in den G4 reingeht. Wahrscheinlich stürzt sich am Schalldämpfer. Okay, geht anscheinend nicht in den G4 rein. Gut. Ansonsten könnt ihr mich gerne widerlegen in den Kommentaren. Wir haben einen Frontgriff, einen separaten, und wir haben die Möglichkeit für einen Schalldämpfer. Und das ist natürlich ziemlich handlich, das Ding. Ich schalte es jetzt mal auf Einzelschuss. Und dann gucken wir mal, wie wir so abschneiden. Hält sich natürlich was anders. Aber gefällt mir. So, dann einmal Vollautomatik. Da seht ihr, wie die hochkommt. Also die MPX ist da handlicher. Aber wenn ich jetzt kurze Salvenlicht gebe, sollte man ein ähnliches Spielerlebnis haben. Der einzigste Nachteil, abgesehen davon, dass die ein bisschen mehr hochbockt, wie ihr gesehen habt, die hat nur ein 30er Magazin anstatt ein 41er. Also wir reden hier von 9x19 in einem 30er Stangenmagazin. Das war es soweit auch. Also ich glaube, die kann eine gute Alternative zur MPX sein, wenn man den DLC nicht hat oder wenn man den nicht möchte. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein interessantes kleines SMG ist, und ich werde es mal in ein paar Raids ausprobieren, in meinem üblichen Setup. Und wie ihr seht, es geht ganz gut. Ich hole jetzt nicht unbedingt einen Boss damit weg, aber ich denke schon, dass man damit gut Pfennixe jagen kann und auch auf Silo ein paar schöne Runden haben wird. Das sind erstmal meine Gedanken dazu. Ich werde es dann noch weiter ausprobieren und Fragen gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.